Willkommen zum zweiten Teil der nun mittlerweile Serie Drehstrommotor als Generator benutzen. Es hat sich da nämlich was getan. Und zwar ordentlich. Bisher haben wir es so gekannt, oder ich jetzt zumindest, dass man Sternpunkt reinmacht und an die verbleibenden Anschlüsse vom Klemmbrett die Kondensatoren anklemmt, so wie sie hier sind, mit 3 Kondensatoren fährt. Und dann hat man eine 0 von der Sternbrücke und L1, L2, L3 als seine 3 Phasen. Der Wirkungsgrad hierbei ist mit 60% angegeben. In meinem Aufbau war es so um die 30%, ja, mehr als 30, 40 Watt konnte ich da nicht rausholen bei dem 160 Watt Motor, so wie es angegeben war. Ist also alles nach normalem Wissen abgelaufen bisher. Jetzt hat sich einer der neu dazugekommenen Bastelkollegen, ihr wisst jetzt alle, wen ich meine, seit Oktober letzten Jahres richtig dahinter geklemmt. Und hat auch zusammen mit den anderen eine Schaltung herausgefunden beim Rotoverter, die ich jetzt bisher noch nicht probierte. Und die hat es ganz schön in sich, würde ich sagen. Wir fangen ganz langsam an. Als Quelle habe ich einen 36 Volt 1000 Watt normalen Gleichstrommotor, so ein normales Eisenschwein, wie es in Elektrorollern verbaut ist, in diesen billigen Elektrorollern. Ich glaube, da sind sogar noch Bürsten drin, wenn ich mich nicht irre. Also ein Bürstenmotor, der 1000 Watt Leistungsaufnahme bei 36 Volt hat. Hier sind, glaube ich, 36 Ampere angegeben, was er maximal bei 36 Volt zieht. Und da ist bei solchen Motoren bei der Nenndrehzahl, also dann, wenn er an seinen 36 Volt, dann ist auch ein Wirkungsgrad angegeben von ca. 60%. Je geringer dann die Drehzahl wird, desto niedriger dürfte dann auch theoretisch der Wirkungsgrad werden. So ist momentan meine theoretische Sichtweise. Dieser Motor treibt einen Generator an, oder besser gesagt einen Drehstrommotor. Hier jetzt einen 6-poligen Drehstrommotor, der mit 160 Watt auf dem Leistungsschild angegeben ist, soll bei 220 Volt um die 1,4 Ampere ziehen, also passt so halbwegs. Und der Cosinus Phi, da drauf steht, ist mit 0,55 angegeben. Jetzt kann man den Cosinus Phi nicht 1:1 mit dem Wirkungsgrad gleichsetzen, aber mich hat es immer verblüfft, wie sehr das doch immer so Pi mal Daumen hingehauen hat. Also habe ich mir so als Motorenbauer eingeprägt, nach dem Cosinus Phi kannst du schon gehen und dann auch ungefähr den Wirkungsgrad bestimmen. Größere Motoren, so ab 11 kW wird es dann interessant, die sind dann so bei 0,9, 0,95 und der hier hat eben einen Cosinus Phi von 0,55. Ich bin da mal optimistisch rangegangen, als Wirkungsgrad von dem mit 55% angesetzt. Also ja, das, was an hier 160 Watt elektrisch reingeht, kommen noch 55% vorne an der Welle an. Das dürften dann um die 80 Watt sein, denke ich mal, was der an mechanischer Leistung dann vorne an der Welle haben dürfte, wenn ich hier danach jetzt gehen soll. Als Gesamtquelle ist ein Lithium-Ionen-Akku im Einsatz, der bei 28 Volt 9 Ampere zieht, wenn das System angelaufen ist. Wenn ich hier die Quelle praktisch auf der richtigen Geschwindigkeit habe, dass der Generator in Resonanz mit seinem Kondensator oder früher mit seinen Kondensatoren geht. Und er zieht dann 252 Watt komplett am Gleichstromeingang. Dann beginnen wir die Rechnung. Oder gucken wir uns erstmal das System mal ein bisschen an, damit wir auch einen Blick dafür haben, von was ich hier überhaupt rede. Das ist der Gleichstrommotor, 36 Volt, 36 Ampere, also 1000 Watt. Das ist der Drehstrommotor. Das Leistungsschild ist jetzt hier unten. Hier müsst ihr mir mal vertrauen, das werde ich mit der Kamera nicht hinkriegen, das richtig ranzuzoomen.
160 Watt, Cosinus Phi 0,55 und sechspolig, also so bei 900 Umdrehungen rennt das Ding, ne? Bei 50 Hertz. Hier ist die Pulsweitenmodulation dafür, mit was ich diesen Gleichstrommotor auf die richtige Drehzahl bringe. Und diese Pulsweitenmodulation hängt dann an diesem 7S Lithium-Akku, der genug Ampere bringt, dass der hier auch ordentlich loslaufen kann. Das hier sollen jetzt die angestrebten Lasten sein, die damit betrieben werden sollen. Das sind 2 mal 50 Watt Vollspektrum-LED, also solche Pflanzenlichtlampen. Und die sind auch bei 230 Volt, die kann man mit 230 Volt direkt anschließen und ziehen bei 230 Volt ihre 50 Watt, definitiv. Ja, da geht ein Haufen an Wärme flöten, deshalb die riesen Kühlkörper hinten drauf. Und dazu, als ob das alleine schon nicht reichen würde, wenn ich es damals nur hingekriegt habe, maximal so 40 Watt aus dem Ding rauszuziehen, soll jetzt noch ein Netzteil betrieben werden, was mit 18,5 Volt angegeben ist. Wo ist es? ,5 Volt oder 19 Volt und 1,55 Ampere bringt es raus. Und bei solchen Netzteilen, so nach meiner Recherche, haben die auch so einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von um die 70-80%. Wenn man gute erwischt, ne? Solche Billigdinger, die sind auch so bei 60% und das hier war extrem billig. Aber den Wirkungsgrad habe ich nicht gemessen, also will ich hier mal optimistisch so mit 70-80% rangehen. No, ungefähr. Daran ist ein RMF-Charger und der RMF-Charger soll die 12 Volt 17 Ampere-Stunden Batterie laden. So. Also sind hier so ungefähr nochmal um die 20 Watt dazugekommen. Hätten wir hier 100 Watt, hier nochmal 20 Watt, sind wir bei 120 Watt. 160 Watt steht hier drauf, was er an Strom maximal ziehen kann aus dem Netz, bevor die Wicklung durchbrennt. Wollen wir es mal so ausdrücken. Und diese ganzen anderen theoretischen Rechnungen habe ich ja vorhin so ein bisschen erläutert, wie das heute so gehandhabt wird, wenn man vorhat, diesen Beruf zu erlernen. Gut, dann wollen wir die Rechnung mal ein bisschen weiterführen. Wir hatten gesagt, 252 Watt haben wir am Eingang, was wir ziehen, wenn das System hochgelaufen ist. Davon gehen, der Wirkungsgrad von dem DC-Motor hier oben ist 60%, also kann man hier 40% davon abziehen. Sind vorne an der Welle noch 151 Watt übrig, wenn wir 252 reinschicken. Mit den 151 Watt an der Welle, die mechanisch anliegen dürften, betreiben wir unseren Drehstrommotor, der auch nur 60% Wirkungsgrad hat, jetzt ganz optimistisch gesehen, eigentlich nur 55, aber immer gehen wir total optimistisch ran. Ne? Also wieder 40% abziehen, sind wir noch bei 91 Watt, was das Ding im optimalsten Falle, ja, wie kann man das jetzt sehen? Ne? Das ist der Optimalwert, wenn nämlich das Ding als Motor verwendet wird. Da wir es aber nicht als Motor verwenden, sondern als Generator, der ist eigentlich als Motor konzipiert, er geht zwar als Generator, aber voll uneffektiv als Generator, angeblich. Dann ist wieder der Wirkungsgrad nur 60% und dann würden wir auf einen Restenergiewert von 55 Watt kommen, was da eigentlich am Output sozusagen dann umsetzbar wäre, ne, mit was man da irgendwas betreiben könnte, wenn ich das jetzt mal so richtig gerechnet habe. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass hier irgendwo ein Fehler ist. Nur wo? Die 55 Watt, die wir jetzt theoretisch noch hätten, da wollen wir schon mal den RMF abziehen, weil die Messung habe ich gemacht. Die stimmt, er kann, wenn das Ding hochgefahren ist, 1,4 Ampere in den 12 Volt Akku jagen. Da bin ich mit 13 Volt ungefähr rangegangen, so bin ich bei 18,2 Watt. Und da habe ich den Wirkungsgrad von dem Netzteil noch gar nicht mit weggerechnet. Den lassen wir jetzt mal ganz außen vor, gehen mal davon aus, dass das Netzteil 100% Wirkungsgrad hat. Haha. Wären wir bei theoretischen Rest noch bei 37 Watt, mit denen wir die 2 mal 50 Watt LEDs betreiben müssten, damit sie richtig schön hell sind. So lautet die Theorie. Das ist jetzt praktisch die neue Schaltung, wenn man es vom Klemmbrett her sieht, von dem Drehstrommotor.
Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Kondensator, den wir zwischen, ich mache das immer spiegelverkehrt, tut mir leid, ihr müsst euch das spiegelverkehrt vorstellen, so seht ihr das dann meistens auf dem Klemmbrett. Zwischen der Phase W1 und W2 habt ihr einen Kondensator und zwischen U1 und V1 macht ihr eine Brücke. Und hier drüben habt ihr dann L1, L2 und von der Brücke habt ihr eure 0. So ist es momentan rausgekommen. Der Ingo und der René, die haben sich da lange miteinander ausgetauscht und während des Austausches ist dann durch die Recherche im Netz dann die Schaltung aufgetaucht, so wie ich das verstanden habe bisher. Also alles zu seiner Zeit wieder mal. Und wenn man die in Schräglast betreibt, sollen da krasse Sachen entstehen. Es tut mir leid, Ingo, wenn ich dein Video jetzt hier nicht verlinke. Ja, du wirst vielleicht verstehen, warum. Wer es wirklich wissen will, der wird es finden. Ne? Du hast ja meinen Namen in einige deiner Videos in den Titel mit eingebracht und dagegen kann ich ja nichts machen. Ne? Also das steht ja jedem frei, da irgendwie Segelohrenbob in seine Titel mit reinzuschreiben. Mit Augenzwinker, du verstehst mich schon. Ne? Okay, weiter geht's. Ja. Nehmen wir mal den neuen Aufbau her. Wie ich sagte, der 7S Lithium-Ionen-Akku ist die Hauptquelle. Dann geht es über 40 Volt 20 Ampere Pulsweitenmodulation. Mit der regle ich dann die Geschwindigkeit von dem Gleichstrommotor. 36 Volt 1000 Watt. Im Netz ist er, glaube ich, unter der Typenbezeichnung Mach 1 zu finden. Ne? Der typische Rollermotor, Elektrorollermotor, den es da momentan gibt. Auch als Eisenschwein bekannt in der Szene sozusagen. Wieso da Schweine immer dafür herhalten müssen? Na, müsste ich schon mal drüber nachdenken. Vielleicht tue ich das irgendwann abschaffen. Jetzt wird damit der Drehstrommotor betrieben. 220, 380 Volt, noch so ein Alter, ne, vor der Umstellung auf die 230 Volt. 900 Umdrehungen ist angegeben drauf und 905 Umdrehungen als Nenndrehzahl, also es ist ein sechspoliger. 160 Watt steht auf dem Leistungsschild und ein Cosinus Phi von 0,55. Damit geht's, das ist jetzt hier das Klemmbrett davon. Ne? Das ist einmal, und hier habe ich es nochmal größer gemalt, ne? Aber jetzt gehen wir erstmal hier von dem kleinen Klemmbrett aus. Da, wie gesagt, hier die Brücke, ne, zwischen den zwei Enden der Phasen, die da drin sind, und über die eine Phase. In meinem Fall hat hier ein 4,7 Mikrofarad 420 Volt Kondensator ganz gut funktioniert. Dementsprechend halt die Kondensatorgröße anpassen. Ein bisschen rumprobieren. Ich wüsste jetzt nicht, welche Formel man dafür nimmt. Ne, vielleicht habt ihr da eine Idee. Auf der einen Seite, ne, bei L1 habt ihr die 2x50 Watt LED, die für 230 Volt gedacht sind. Die sind parallel geschalten, die zwei. Und auf der anderen Seite über die rote Phase sozusagen, nehmen wir den Strom fürs Ladegerät ab, für einen REMF-Charger, der die 12 Volt Batterie vollhauen soll. Ja, hier unten jetzt nochmal ein bisschen anschaulicher, wie die drei Phasen im Motor ungefähr verbaut sind. Beim sechspoligen sind das natürlich, aber so das Schema soll halt, ne, im Kopf mal ein bisschen für Furore sorgen. So ist es eigentlich gedacht. Ja, funktioniert's oder funktioniert's nicht nach diesem Aufbau? Ne? So wie es original gewesen ist, kann ich da, wie gesagt, maximal 40% rausziehen und dann sind die Kondensatoren zusammengebrochen. Ne, weil ich natürlich immer parallel über den Kondensator abgenommen habe und wenn ich da unter einer gewissen Spannung bin, hat das Aufschaukeln dann aufgehört sozusagen und es ging nicht mehr, ne? Also dann abgekackt. Das haben wir jetzt hier nicht, weil die Phase, hier ist die grüne in dem Fall, wo unser Kondensator drin hängt, die hängt nirgendwo mit der Last zusammen. Also da hängt nur Kondensator und Spule. Ne, hier ist der Schwingkreis, hier schwingt es immer hin und her und wird nichts abgenommen. Dafür können wir jetzt hier und hier viel mehr abnehmen, wollen wir es mal so ausdrücken. Also extrem in die Überlast kann man da auch nicht gehen. Ne? Also mit höheren Lasten, so bei
300 Volt, da geht das Aufschwingen, also hat bei mir nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es dann nur auf die Größe des Kondensators ankommt, aber spätestens irgendwann muss ja dann die Wicklung mal sagen, hey Junge, jetzt hier geht nie mehr Strom durch eigentlich. Tja, aber die Wicklung, so wie sie hier ausgelegt ist, ist ja nur bei 55%. Und ja, die Hälfte von 252, naja, ich habe ja vorhin die Rechnung euch ja mal vorgemacht, ne? Am Ende dürften eigentlich für unsere 2x50 Watt LEDs gerade mal 37 Watt maximal. Im optimalsten Optimalfall, wenn wir mit 60% Bildungsgrad von dem Motor ausgehen und das hier mal als 100% ansehen, übrig bleiben. Ja, ich habe mit anderen Steuergeräten solche LEDs schon gedimmt betrieben und ich weiß ungefähr, wie hell sie machen, ne, wenn solche 50 Watt LEDs nur 37 Volt abbekommen. Ja, von daher hatte ich da schon mal eine kleine Referenz. Und ja, was quatsche ich hier eigentlich so lang? Ihr wollt ja auch mal sehen, wie es dann funktioniert. Oder nicht, wenn es denn funktioniert. Viel Spaß bei Folgendem. ,4 Ampere. So. Was heißt das jetzt im Klartext? Selbstläufer habe ich natürlich noch nicht hinbekommen. Ja, ihr seht, ich habe es probiert. Hier sind die ganzen Supercaps dafür. Hier sind die 2 Trafos, die die Spannung von 220 Volt auf die Supercaps runterbrechen, die dann ungefähr die Spannung haben, was das Ding bei Nenndrehzahl hat. Das reicht noch nicht. Ne? Da war ich ein bisschen sehr euphorisch. Aber naja, zuerst mal nach den Sternen greifen. Ihr wisst ja, wie es ist. Irgendwas Brauchbares wird sich schon auf dem Weg finden bis dahin. Ja, und was könnte es Brauchbares für das hier sein? In meinen Augen ist es momentan das, wo ich sage, hey, das ist ja echt hammermäßig klasse. Ich kann aus einem 160 Watt Drehstrommotor um die 120 Watt rausholen. Das ist, also, da bin ich echt baff. Ja, was ich noch unbedingt dazu sagen muss, ne, den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe jetzt 2 Wochen rumprobiert, es hat sich nicht aufgeschwungen, ich bin fast wahnsinnig geworden. Dann hat mir der Nico, vielen lieben Dank nochmal Nico für den Tipp, nochmal nahegelegt. Naja gut, wenn du jetzt hier nur eine Phase auf dem Kondi hast, dann musst du da auch in der doppelten Drehzahl hochgehen, um die Spannung überhaupt zu erreichen, dass die Phase ordentlich erregt wird. Ne? Weil vorher war das ja alles im Stern geschalten. Und da haben wir dann, da haben wir dann hier unten die Kondis dazwischen gehabt, ja. Und dann haben wir die Hälfte der Spannung, ja, und ja. Ja, jedenfalls, es hat gestimmt, ne? Nachdem ich mich dann hier auf über 2200 Umdrehungen hinauf gewagt habe, auf einmal ist es losgegangen und ja, da habe ich gedacht, hammermäßig. Und ja, was ihr jetzt denkt, ist erstmal eure Sache. Ich pendle jetzt immer noch extrem hin und her, weil was das hier dann noch für andere Fragen aufwirft, ist natürlich, ja, jetzt so eine Gesellschaftssache, würde ich sagen. Aber na gut, ich glaube, da ist sich ja schon irgendwie geeinigt worden, dass die Stromproduktion und der Strombetrieb jetzt strikt getrennt ist. Wird wohl seine Gründe haben, irgendwie. Wer weiß. Na, mal schauen. Naja, solange es billiger alles wird, ist ja alles in Ordnung. So richtig billig. Ich kann mich da an eine Begebenheit erinnern, die ich in Thüringen erlebt habe. In der Nähe von Eisenach gibt es ein kleines Dorf und da gibt es ein Radiomuseum. Und in dem Radiomuseum war
älterer Herr gewesen, der sich sehr gut mit Radios auskannte. Das war 2012, wo wir dort waren. Und da haben wir gedacht, der weiß bestimmt irgendwas über Nikola Tesla. Und sind da hingegangen und haben ihn gefragt, wer Nikola Tesla? Nö, noch nie gehört. Da haben wir gedacht, wie, was, wo, du betreibst hier ein Radiomuseum und kennst Nikola Tesla nicht? Das kann doch gar nicht sein. Da waren wir etwas irritiert, ne, aber vor Älteren immer Respekt haben, weil die haben es wirklich erlebt. Was wir hier haben, ist nur im Internet irgendwas Geschriebenes. Und wer das schreibt, ist ja immer so eine Sache. Und warum? Worauf ich hinaus wollte, was er uns aber erzählte, war gewesen, dass er sich schon immer gefragt hat und auch damals in den 50er Jahren die Kraftwerke angeschrieben hat, wie dann der Kilowattpreis zustande kommt. Ja, der hat gedacht, da gibt es irgendwie eine transparente Rechnung, da kommen so und so viele Tonnen Kohle an und aus so und so viel Tonnen Kohle kannst du so und so viel in die Energie umsetzen und mit der Energie gehst du dann an deine Endverbraucher. Das ist ja eigentlich eine transparente Sache. Ist ja eigentlich, muss man ja nichts irgendwie geheim halten. Ist ja eigentlich, was soll das? Ja, aber irgendwie ist das dann doch nicht transparent gewesen und niemand wusste so richtig, wie ein Kilowattstundenpreis zustande kommt. Und ja, da haben sich auch schon früher die Leute extrem Gedanken gemacht. Ich glaube, jetzt geht's wieder los mit dem Gedanken machen.